Lasst uns einen essbaren Imbiss bauen. Der Imbiss läuft voll. Irgendwo ist ein Loch. Nein. Hi Leute, ich bin Lavatis und ich backe heute meinen allerersten Island Cake. Aber nicht irgendeinen, sondern die Insel von Made in Abyss mit einem Loch in der Mitte. Das wird ein Geburtstagsgeschenk für einen meiner besten Freunde und wir beide sind ziemlich große Fans von der Serie, was man mir nicht ansieht. Los geht's! Als erstes werde ich 3 solcher Schokokuchen backen. Mit 15 Eiern. 15 Eier für einen Kuchen, das ist so verrückt. Meinen ganzen Kuchen backe ich nach dem Rezept und dem Tutorial von Yum Tam Tam. Credit geht dorthin. Und ich verlinke euch das Tutorial-Video in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal rein, das ist sehr cool. 3 Böden backen wird eine Weile dauern. In der Zeit hacke ich schon mal die Kuvertüre für die Ganache und ich baue die Form, in der ich nachher die Gelatine gieße. Die Form zum Gießen muss richtig dicht sein. Im Tutorial von Yum Tam Tam haben sie versucht, die Kuchenform mit Klebeband abzukleben, was nicht so ganz funktioniert hat. Außerdem will ich nichts auf meine Kuchenform draufkleben. Darum mache ich das ganz anders. Ich habe seit vielen Jahren eine Packung mit alten Overhead-Folien, die nicht leer wird. Und daraus werde ich jetzt eine richtige Form bauen, so wie im Modellbau oder wenn man Silikonformen selber gießt. Mit sehr viel Klebeband innen und außen. Ich hoffe, jetzt ist es dicht. Nein, es ist noch nicht dicht. Ich muss schwerere Geschütze auffahren. Meine 3 Böden sind ausgekühlt, die Ganache ist fertig, die Form ist fertig und jetzt ist Zeit, die Insel zu bauen. Im Yum Tam Tam Tutorial wurde gesagt, dass man eine kleine Mulde in den flüssigen Teig drücken muss, damit der Kuchen gleichmäßig hoch wird und keinen Berg in der Mitte hat. Aber bei mir hat sich eine riesige Luftblase unter dem Teig gebildet, unter allen 3 Kuchen, und jetzt haben alle meine Kuchen ein Loch in der Mitte. Das wäre bei jedem anderen Kuchen sehr doof. Aber da ich den Imbiss bauen will, ist es eigentlich sehr cool. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wie ich die Insel baue, darum erzähle ich euch lieber ein bisschen was über den Imbiss. Storytime, ohne Spoiler, keine Sorge. Ihr habt schon gesehen, der Imbiss ist ein geheimnisvolles Loch im Boden, mehrere Kilometer tief. Und dieser Abgrund zieht die Menschen an, sei es aus Neugier, was in der Tiefe liegt, oder um wertvolle Relikte zu finden, die teilweise magische Fähigkeiten haben. Aber den Imbiss zu erforschen ist auch super gefährlich. Nicht nur wegen der Monster, sondern auch wegen dem, was der Fluch des Abyss genannt wird. Und der ist fies. Du kannst so tief in den Abyss klettern, wie du willst, kein Problem. Aber sobald du versuchst, wieder hochzuklettern, trifft dich dieser Fluch. Es fängt harmlos an mit Übelkeit und Kopfschmerzen, aber je tiefer du bist, desto schlimmer werden die Symptome. Und die werden richtig eklig. Das heißt, je tiefer du kletterst, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du es zurück an die Oberfläche schaffst. Und ab einer bestimmten Tiefe ist das sogar unmöglich, weil dich der Fluch sofort tötet. Eine von vielen Sachen, die ich an Made in Abyss mag, ist das absolut fantastische Worldbuilding. Die Grundidee ist so einfach. Runterklettern ja, hochklettern schwierig. Und darum herum wird eine komplexe Welt erschaffen mit irre vielen Details. Nach und nach findet man immer mehr über den Abyss heraus und man merkt einfach, wie gut durchdacht alles ist. Meine Kuchenwelt ist nicht so gut durchdacht. Meine Idee, zuerst eine dichte Form zu bauen und dann den Kuchen da rein zu stapeln, war nicht so gut, weil ich mir die Form jetzt hier von innen komplett verschmiert habe. Ja, ich würde sagen, ihr haltet euch besser ans Original-Tutorial und ich muss gucken, wie ich das jetzt noch sauber kriege. Was aber sehr gut geworden ist, ist die Form der Insel mit dem Krater und dem Abyss natürlich. Ich finde, ich habe die Proportionen auch richtig gut getroffen. Ich habe die Form so gut geputzt, wie es ging. Jetzt kommt noch etwas weiße Schokolade auf die Insel für mehr Kontrast und dann ist es endlich Zeit für das Wasser. Hier weiche ich meine 34 Gelatineblätter ein. 34 Blätter, das ist genauso verrückt wie diese 15 Eier. Übrigens hätte die Hälfte gereicht, weil mein Abysskuchen vom Volumen her gar nicht so viel Wasser hat. Naja, zu spät. Die Gelatine ist jetzt auf Zimmertemperatur abgekühlt und ich habe ein bisschen Angst. Schaut euch den Kuchen nochmal an, bevor vielleicht alles schief geht. Ich habe hier einmal außenrum extra viel Kuvertüre reinlaufen lassen, in der Hoffnung, dass die hilft, die Form abzudichten. Ja, Backtrennspray. Und da geht's los. Bitte seid diesmal dicht. Oh oh. Oh nein. Der Abyss läuft voll. Irgendwo ist ein Loch. Da fließt die Gelatine rein. Oh nein. Ich habe so mühsam meine Form abgedichtet. Ich habe gar nicht mal dran gedacht, dass der Kuchen nach innen undicht sein kann. Ich habe den Kuchen erstmal schräg gestellt und dann die Stelle, wo ich das Loch vermute, mit Zuckerguss eingeschmiert. Also Wasser und Puderzucker. Ich weiß nicht, ob das hält. Ich weiß nicht, ob da wirklich das Loch ist. Aber ich hoffe, das trocknet einfach schnell, dass ich dann weitermachen kann. Das Doofe ist halt nur, dass ich den Kuchen so nicht in den Kühlschrank stellen kann. Der Zuckerguss hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden Zeit gehabt zum Trocknen und ich hoffe echt, dass der jetzt fest genug ist. Ich muss nämlich weitermachen, weil die Gelatine sonst zu fest wird. Aber wie man sieht, hat immerhin die Form dicht gehalten.
Da ist die undichte Stelle gewesen. Bis jetzt läuft noch nichts aus und ich hoffe, das bleibt auch so. Jetzt kommt die Torte über Nacht in den Kühlschrank. Uiuiui. Oh, die ist ganz schön schwer. Bis morgen. Und der Biss ist trocken, yeah! Weiter geht's mit der Deko aus Kekskrümeln. Die ganz feinen werde ich grün färben und für das Gras benutzen und die etwas gröberen sollen die Häuser sein. Ursprünglich wollte ich eigentlich Häuser aus Schokolade gießen, wirklich in Hausform, und ich habe extrem viel Mühe aufgewendet und habe mir eine eigene Silikonform gemacht. Eine selbstgegossene Silikonform für kleine Häuschen. Aber so sehr ich die liebe, glaube ich, werde ich sie nicht benutzen. Denn ich habe bei meiner Insel die Proportionen so gut getroffen zwischen Abyss und Berg, und wenn ich da jetzt verhältnismäßig viel zu große Häuser draufsetze, fürchte ich, mache ich mir den Effekt kaputt. Vielleicht findet sich noch ein anderer Kuchen, wo ich die hier benutzen kann. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass Kekskrümel trotzdem noch genug nach Häusern aussehen. Okay, Yamtamtam, wie habt ihr das gemacht? Ich weiß, man muss lange rühren und ich bin ein geduldiger Mensch, aber weiter als so haben sich meine Kekskrümel einfach nicht einfärben lassen. Ich habe an diesem Punkt aufgegeben und es muss jetzt einfach gut genug sein. Also irgendwie ist nur 1 von 4 von der Konsistenz her so geworden im Tutorial, aber das hat auch am wenigsten Farbe angenommen. Hier habe ich ein bisschen mehr Wasser reingemischt und die Farbe sieht sehr viel besser aus, allerdings gibt es auch diese Klümpchen. Zum Glück hatte ich die Zeit, die über Nacht trocknen zu lassen, und jetzt kann ich sie so ein bisschen zerbröseln. Und dabei wird die Farbe wieder heller. Hä? Also nichts davon sieht genauso aus wie im Tutorial. Was habe ich falsch gemacht? Bitte helft mir. Tag 3. Mein Besuch kommt in 5 Stunden und ich habe noch nicht dekoriert. Ich habe echt den Aufwand von dieser Torte unterschätzt. Na gut, die Gelatine ist fest. Und jetzt muss ich den Kuchen erstmal aus seiner Form befreien. Meine Idee ist, zuerst außen das Klebeband aufzuschneiden und dann mit dem Messer so drunter zu gehen, und dann kann ich hoffentlich auch den Heißkleber abschneiden. Tada! Das ist so lustig. Jetzt kommt die Deko, nämlich Bäume und Häuser. Hier schmelze ich gerade die Schokolade für die Deko. Ich denke, ich werde von innen nach außen anfangen. Die erste Tiefenschicht des Abyss hat ja auch so Absätze und wie so Stufen, auf denen dann Gras und andere Pflanzen wachsen. Und das Coole ist, dadurch, dass ich Tortenbodenschichten habe, habe ich schon automatisch so Absätze. Die werde ich nutzen, und da kommt jetzt ein bisschen Vegetation drauf. Jetzt noch den Kuchen vorsichtig befreien und mein Island Cake ist fertig. Oh wow, das ist der coolste Kuchen, den ich jemals gebacken habe. Klar, er ist nicht perfekt, aber er sieht einfach mal aus wie eine echte Insel. Von weitem. Ich bin mega stolz. Der beschenkte Freund hat sich übrigens sehr gefreut und auch sofort erkannt, was es sein soll. Yeah! Hier hat er gerade Schwierigkeiten, den Kuchen anzuschneiden, wegen so vielen dicken Schokoladenschichten innen und außen. Noch ein richtig cooles Detail. Zufällig hat mein Kuchen-Abyss hier ringsherum einen kleinen Überhang. Passenderweise genau dort, wo ungefähr der umgedrehte Wald beginnt. Weil ich beim Schichten die Kreise nicht gleich groß geschnitten habe. Aber vielleicht soll ich einfach behaupten, dass es von Anfang an geplant war. Willst du noch mehr verrückte Kuchen sehen? Dann schau dir hier mal meinen Kuchen mit essbarer Glaskuppel an. Oder schau in meine Made in Abyss Playlist rein, denn da werden noch 2 große Cosplay-Projekte kommen. Ich freue mich riesig drauf. Und ich freue mich riesig, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal!